Nächstes Heimspiel, wieder ein Kracher, diesmal die Bayern, nachdem wir gegen Leipzig zu Hause gewonnen haben. Leverkusen haben wir verloren, Dortmund haben wir unentschieden gespielt. Die großen Teams scheinen uns also zu liegen mit ausgeruhter Truppe. Wir hatten ja eine Woche dazwischen Pause. Gegen Gladbach, das hat leider nicht so gut funktioniert. Vor allem die zweite Halbzeit war, ja, zum Vergessen. Und jetzt spielen wir heute mit neuem Innenverteidiger. Brabeck sein Name. Ich bin der Meinung, ich habe den Namen auch schon mal irgendwo gehört in letzter Zeit. Brabeck 74er, der ist schon, glaube ich, 30 oder 31, also nochmal ein bisschen Erfahrung hier für die Innenverteidigung. Dazu habe ich noch 2 Leute auf der Wunschliste, auf der Transferliste, auf der Beobachtungsliste. Die müssen jetzt erstmal gescoutet werden, weil ich möchte mir jetzt auch niemanden holen, von dem ich nicht weiß, ob er gut oder schlecht ist. Ja, aber diese freien Spieler, da gibt es halt nicht so viel gute. Da haben die meisten halt eine 64, 65, ganz wenige eine 70 oder sogar mehr. Und das war bei Brabeck der Fall. Der hat eine 74 und der hat keinen Verein bislang gefunden. Von daher bin ich sehr froh, dass wir den jetzt haben. Eine Option für die Innenverteidigung. Dafür ist Hato auf die Bank gerückt, der dann aber auch für die Linksverteidigerposition eine Option ist. Und mal gucken, wie es gegen die Bayern läuft. Ich mache das heute im 4-2-3-1, weil, ja, Moment mal, erstmal Nusa hier gegen Moraes, wer immer das auch ist. Der scheint nicht schnell zu sein. Und Nusa alleine gegen alle mit der Monsterchance. Auf das 1:0. From Box to Box, ey, quasi. Einmal über den ganzen Platz gesprintet, ohne den Ball zu verlieren. Das fängt doch schon mal ein bisschen vielversprechender an. Der erste Eckball, Serda, den darf er nicht verlieren. Genau, da ist Forbes. Ganz hinten, da winkt Serda. Ja, der läuft ein. Das ist ein richtig guter Ball. Und der nächste Eckball. Also, wie gesagt, immer gegen die großen Vereine zu Hause klappt es irgendwie. Also sieht schon mal besser aus als gegen Gladbach. In der zweiten Halbzeit wieder die Ecke. Der Kopfball von Kempf. Und die Bayern wissen schon mal, woran sie sind. Das ist wirklich große Klasse. Also nochmal 4-2-3-1, weil erstens, wie gesagt, hinten reinstellen klappt eh nicht, egal gegen wen ich spiele. Und das ist auch nicht mein Spielstil. Ich glaube, das kennt ihr mittlerweile, wenn ihr mich schon länger verfolgt. Und zweitens gilt es, ja, gegen so Gegner einfach Attacke nach vorne. 4-2-3-1 und gib ihm. Und mal gucken, was geht. Mit der Hertha. Und warum sollen wir auch nicht heute überraschen können? Wie gesagt, zu Hause ist irgendwie ein Rätsel, da spielen wir immer gut gegen solche Clubs. Jakub Brabeck oder Brabec oder wie der ausgesprochen wird. Und ich bin der Meinung, ich habe den vor kurzem erst gehört. Ey, spielt er noch irgendwo aktiv? Also klar, er wird noch irgendwo aktiv spielen. Er ist erst 30, da muss er noch nicht unbedingt mit Fußballspielen aufhören. Naja, mal gucken. Vielleicht bis zum nächsten Part finde ich mal raus, wo er spielt. Ja, Bayern pressen. Da müssen wir uns dann irgendwie raus befreien. Und dann haben wir auch Chancen nach vorne. Warum nicht ein Jinma? Oh Gott, da war ja völlig die Lücke offen gegen Kim Min-jae Jinma. Ja, da wird er leider aufgehalten. Wenn er durchsprinten hätte können, schade. Das wäre eine gute Chance gewesen. Aber hier spielt nur eine Truppe, oder? Sehe ich das hier falsch? Habe ich irgendwie Tomaten auf den Augen? Wir brauchen jetzt einfach auch mal die Führung. Bei so einem Spielverlauf. Die kommt gut. Also momentan Harry Kane, Musiala und Sané und wie sie nicht alle heißen, sind momentan abgemeldet. Aber das kann auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Heuberg. Vor allem hier die Mitte diesmal zukriegen. Sané. Nicht wie gegen Gladbach. Da haben wir die beiden Gegentore auf dieselbe Art und Weise kassiert. Achtung, erste Chance. Und so sind sie halt die Bayern. Und dann ausgerechnet Musiala, wo ich gerade noch gesagt habe, ja, den haben wir bestimmt im Griff. Der kriegt momentan noch nicht so viel auf die Reihe, aber Pustekuchen. Aber egal, wir machen weiter. Das eine Gegentor bringt uns jetzt nicht hier aus der Fassung hier. Da ist halt der Fehler. Da ist wieder die Lücke zu groß und dann habe ich noch versucht, mich da irgendwie in den Weg zu stellen und dann ist es halt, ja, ein platzierter Schuss von Musiala. Schade, schade. Egal, weiter geht's. Wie gesagt, Bayern ist nicht unser Kaliber. Die stehen oben mit Gladbach. Die werden auch, denke ich mal, die Meisterschaft unter sich ausmachen. Also ich glaube nicht, dass Gladbach bis zum Schluss oben bleibt, aber zurzeit ist es halt so. Aber auch die anderen Teams kommen nicht so gut rein, weißt du? Eine Stuttgart, Dortmund, vor allem Dortmund, dass die momentan nur 12. sind. Also im Prinzip, ne, 13. sind sie, ne? Wir sind 12. Die stehen einen Platz hinter uns. Die haben also auch noch ein bisschen was vor. Und wir auch in dem Spiel. Ist ja noch nicht vorbei, noch lange nicht vorbei. Wir haben noch über eine Stunde Zeit. Spiele drehen habe ich eigentlich erfunden. So, und Jinma, jetzt ist halt niemand im Strafraum, außer Forbes hinten. Der läuft mal ein. Oh, zu weit, zu weit. Aber auch bei den Bayern ist das alles andere als souverän. Also die hauen den Ball auch nur hinten raus. Die kloppen den weg, weil sie nicht wissen, wohin damit.
Aber vorne sind sie halt von der Qualität her einfach ein bisschen stärker. Ist doch auch logisch. Aber wir setzen trotzdem nach hier. Jinma gegen Kim, auch wenn das jetzt keinen Eckball gibt, egal. Wir machen das trotzdem gut. Nächstes Spiel ist dann in Bremen. Das ist zum Beispiel ein Gegner auf Augenhöhe. Die sind auch unten. Die sind auf dem 16. Platz. Die haben auch, glaube ich, noch nicht gewonnen bis dahin. Ich hoffe, dass es auch so bleibt und dass wir nicht die erste Mannschaft sind, die dann in Bremen verliert. So, und die Bayern vorne, aber wie gesagt, die sind nicht so souverän. Und jetzt müssen wir halt warten, Forbes, bis sich da irgendeiner löst, ein Jinma. Weil vorne ist Serda, kann ich nicht in den Lauf schicken, aber Barco kann ich in den Lauf schicken und der ist alleine. Und der macht es auch alleine, Minute 37. Ja, erwischt den Ball nicht richtig. Schade, schade. Also wir gewinnen Zweikämpfe, wir sind vorne. Wir stehen hinten auch eigentlich gut. Also die eine Aktion von Musiala, das war halt wahrscheinlich der erste und der einzige Angriff von den Bayern. Wir kommen schon wieder über Nusa. Ein Jinbas in der Mitte. Ja, die kommen gut, die Flanke. Und schon wieder. Also unheimlich viele Chancen, die wir jetzt hier verballern. Schade. So viele Chancen kriegst du eigentlich nicht gegen Bayern. Da musst du mal eine nutzen. Aber Achtung, Harry Kane, da kommt, kämpft nicht ran. Sané. Dadurch kommen sie dann halt zu Chancen. Weißt du, wenn wir hier Fehler machen, wenn wir Lücken lassen. Aber alles verteidigt bekommst du halt nicht. Und das gilt halt auch nicht nur für das Spiel heute gegen Bayern. Das gilt halt für fast jedes Spiel, wo wir daran beteiligt sind. Oh, da gibt es die rote Karte. Der Schiri würde nie so früh abpfeifen. Ansonsten würde er Vorteil. Das muss eigentlich rot geben für Musiala. Ja, also rote Karte für den Torschützen. Das ist auch ungewöhnlich, dass Musiala so rustikal in den Zweikampf geht und rot bekommt. Also das Blatt wendet sich. Ja, und der springt mit beiden Beinen voraus rein. Und das war klar. Weil wenn es nur gelb geben würde, dann hätte er einen Vorteil laufen gelassen. So sind wir jetzt fast 45 Minuten mal ein Mann mehr. Mal gucken, wie die Bayern das auffangen, ob sie weg sind oder nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt kommt erstmal ein Jinma. Ja, der hat jetzt ein bisschen Platz alleine. Heuberg kommt auch nicht hinterher. Und das muss doch jetzt der Ausgleich sein. Und da ist er. Und er ist verdient. Mit dem Pausenpfiff. Erste Minute der Nachspielzeit. Da fallen auch immer kuriose Tore. Auch viele Tore. Und jetzt haben wir halt einen Mann mehr. Und den Schwung mitzunehmen in Halbzeit 2, das ist natürlich ziemlich geil. Hier wissen die Beine auch nicht genau, was sie machen sollen. Raufgehen und warten. Oder warten. Und Neuer hält halt auch nicht jeden Ball zum Glück. Ne? Also 1-1. Auch schon drittes Tor von Jinma zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Genau vor dem Halbzeitpfiff. Und wir spielen auch gut. Also noch als es 11 gegen 11 war. Und jetzt natürlich 11 gegen 10. Jetzt gucke ich mal bei den Bayern, wie sie das hier gelöst haben. Ja, ausgeglichen. Auch wenn wir jetzt 2 Schüsse mehr haben, wirkt gar nicht so. Wo haben sie das denn jetzt ausgeglichen? Irgendwo muss er jetzt mal weniger sein. Thiago Moraes, der hat eine Gesamtstärke von 72. Da fragt sie sich, warum spielt der? So, Heuberg, Kimmich, Musiala. Okay, Linksverteidiger. Es fehlt der Linksverteidiger. Oder war Moraes Linksverteidiger? Ne, der war linkes Mittelfeld, glaube ich. Also spielen sie jetzt quasi mit einer Dreierkette hinten. Wen haben sie auf der Bank? Malik, Tillmann, Leimer, Shaw, Müller, Kamavinga, Upamecano. Die beiden lassen sie auf der Bank. Hätte ich nicht gemacht. Zumindest nicht den Kamavinga. Den hätte ich zumindest irgendwo hingestellt. Egal, soll nicht unser Problem sein. Wir starten jetzt rein. Mit einem Mann mehr und ich bin sehr, sehr gespannt. Die Bayern werden natürlich pressen. Aber gut, wir wissen jetzt, dass unsere rechte Seite, dass da Platz ist. Also, dass Nusa eigentlich vorne bleiben muss. Boah, guckt euch mal die Riesenlücke hier an. Klar, wenn die jetzt eine Dreierkette machen, aber wenn sie halt nicht die Dreierformation spielen, ist das was ganz anderes. Als wenn sie dann Dreierkette mit einer Viererformation spielen. Denn da ist nämlich dann die Lücke. Und das kriegt die KI irgendwie nicht hin. Da kriegen sie immer große Kopfschmerzen. Und De Ligt kriegt jetzt auch ganz große Kopfschmerzen. Der Jinma nämlich vergessen hat. Oh, was macht Forbes? Sehr interessanter Move, aber wieder ein Jinma. Ja, der macht das gut. Und jetzt Busio. Komm, da stehen viele Bayern um ihn herum. Aber das bringt nichts. Weil er den Winkel knallt. Das ist ja Wahnsinn. Was für ein Traumtor. Und ausgerechnet, kurz nach der Pause hier, da habe ich schon wieder gedacht, da stehen 3-4 Mann. Der wird locker abgeblockt. Pustekuchen. Ein Sahnetor.
Dazu noch ein guter Jubel, also die B-Note stimmt auch noch. Und wieder zu Hause, wieder gegen starken Gegner, Spiel gedreht. So unterschiedlich kann es manchmal sein, ne? Aber trotzdem aufgepasst. Die Bayern können trotzdem noch mit 10 Mann zum Ausgleich kommen oder das Spiel drehen. Das hat bei denen nichts zu heißen, bei den Leuten, die da auf dem Platz stehen. Aber das System macht's halt, ne? Und die Tatsache, dass halt links hinten jemand fehlt. Oh, Achtung, Tatsache, dass Kane und Heuberg, glaube ich, war es. Nee, dieser Barreo. Der Jugendmann, oder wie er heißt. Und der nächste Konter ist der da vorne gegen De Ligt. Ja, nee, kriegt der Holländer hin. Aber ich mache auch genauso weiter. Auf Konter jetzt spielen oder irgendeine Formation wechseln. Es läuft gerade so gut. Auch wenn wir hinten nicht alles verteidigt bekommen, auch klar. Aber wir setzen vorne immer wieder nach und haben Jinma, Musa, Busio, Olaru und Forbes. Ja, es steht nicht im Abseits. Gegen De Ligt, Olaru und wieder Busio. Der scheint das gut drauf zu haben. Moraes heißt er. Jetzt habe ich es gerade nochmal gesehen. Moraes. Und jetzt lassen wir die Bayern mal laufen. Versuchen irgendwo die Lücke zu finden und die müssen wir da natürlich auch bespielen. Also wir können jetzt nicht hier noch eine halbe Stunde lang hinten rumspielen. Da ist die Lücke, Busio. Mal gucken, was der an Weitschuss drauf hat. Ja, ist okay. Geht besser, geht auch schlechter. Aber genau das ist es. Vorne, Kane kriegt heute auch keinen Ball fest. Das ist gut. Das zeigt, dass wir ihn im Griff haben, dass er abgemeldet ist. Und wieder über die rechte Seite. Der Druck kommt. Nusa ist da, hat dann Platz und vorne jetzt ein Jinma. Oh, könnte Abseits sein. Nein, ist es nicht. Spiel auf ein Tor. Was soll ich da anderes sagen? Das ist ein Spiel auf ein Tor. Hier können wir nochmal Ouedraogo reinbringen für den absoluten Bruch. Vorne nochmal Lasme. Bisschen mehr Geschwindigkeit, bisschen mehr Robustheit. Und Forbes würde ich gerne nochmal lassen. Jetzt geht Moraes raus und jetzt kommt Müller rein. Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Was denkt sich die KI dabei, so eine Aufstellung zu machen? Okay, soll mir egal sein. Wie gesagt, ich versuche das immer nur zu verstehen. Jetzt kommt der Eckball. Olaru, da ist leider niemand. Nusa, Bradley und Barco. Und auch unser Neuzugang hier, Brabeck, der hat bislang hinten alles dicht gehalten. Mit ihm sind die Bayern jetzt einer weniger. Hat auch irgendwelche Auswirkungen. Mal gucken, was passiert, wenn ich die anderen noch hole. Da gucken wir dann nach dem Spiel auch nochmal drauf. So, jetzt aber der Ball in die Tiefe. Ouedraogo gegen De Ligt. Ja, ein bisschen zu weit nach außen, aber lassen wir es in der Mitte. Ja, da ist erstmal Forbes. Flanken ist noch nicht so bei Ouedraogo, da war er nicht da. Als wir das besprochen haben. Busio, ja, riskant, aber wir haben den Ball. Busio, ach Gott, was war das? Da habe ich mich verdrückt. Da wollte ich nochmal so einen schönen Schlenzer raushauen, aber leider falsche Taste. Und auch Olaru heute vor der Abwehr, der holt da viele Kopfbälle, gewinnt viele Zweikämpfe. Bradley. Und jetzt lassen wir, komm mal, eine vernünftige Flanke und dann ist da niemand. Eine Viertelstunde noch. Also Spiel auf ein Tor. War so zu erwarten. Also, aber so in der Deutlichkeit nicht. Ich habe schon gedacht, dass die beiden ein bisschen mehr machen. Aber die pressen an den falschen, ja, Ecken und Enden. Nächster Schuss. Die pressen dann gerade im Mittelfeld, wo wir da eine Lücke bekommen. Und vielleicht jetzt sogar die Entscheidung, wenn eine vernünftige Ecke bei rumkommt. Forbes, da ist Olaru. Ja. Netz wackelt, leider nur von außen. Ja, auch ein schöner Kopfball, schöne Bogenlampe. Der wäre... Ja, weiß nicht, ob Neuer da rangekommen wäre, glaube ich nicht. Aber die haben nicht umgestellt, ne? Die spielen immer noch 4-2-3-1. Irgendwie ohne Linksverteidiger. Oder haben sie jetzt umgestellt? Müller spielt jetzt irgendwie links. Olaru, da ist Brabeck. Der macht das. Oh, gut, der war ein bisschen zu doll. Egal, 8 Minuten noch, komm. Mal gucken, wen sie jetzt noch bringen. Jetzt bringen sie Kamavinga auch noch rein. Den hätte ich auch von Anfang an gebracht. Ich meine, wenn ihr den nicht braucht, ich könnte ihn gebrauchen. Ich würde ihn nehmen. Wenn er eh nicht spielt von Anfang an, warum? Soll auf der Bank versauern. So, Cancelo kommt. Achtung. Und der ist zu weit. Also zweite Halbzeit. Diesmal genau umgekehrt wie gegen Gladbach. Diesmal der Gegner schwächer, wir total dominant. Vor allem in Halbzeit 2. Und das werden halt auch
3 Punkte, mit denen man nicht gerechnet hat. Also klar, mit denen man auch nicht rechnen konnte. Ist doch logisch. Mit der Mannschaft zu Hause gegen Bayern, ey, wenn mir das einer gesagt hätte, hätte ich sofort genommen. Apropos nehmen, jetzt kommt Forbes. Lass mir in der Mitte mal eine vernünftige Flanke. Oh, der kommt nicht ran. Und dann scheint es so, als ob wir mit unserer Aufsteigertruppe hier die Bayern schlagen. Klar, mit einem Mal mehr, aber das ist egal. Das muss er auch erstmal schaffen. Lasme, ja, kriegt nicht den Freischuss, aber hat den Ball und das sollte reichen. Ja, 1 Minute ist rum. Und das ist der Sieg. Wir gehen zur Eckfahne, vielleicht nochmal ein langer Ball, vielleicht noch das 3. Tor. Das wäre der völlige Bruch. Ouedraogo. Bringt es leider nicht zu Ende. Aber die Schiedsrichterin bringt es zu Ende und der Sieg ist da gegen Bayern in Überzahl, aber das muss er auch erstmal schaffen. Das sind 3 ganz wichtige Punkte, mit denen man nicht rechnen konnte, aber wir setzen uns, blöd gesagt, ab von unten, schielen vielleicht nach oben, lassen Dortmund auf jeden Fall hinter uns und die Bayern sind vielleicht ihre Tabellenführung los. Wir stehen am Ende da mit 14 Schüssen gegenüber 5 von den Bayern da, wie gesagt mit einem Mann mehr. Das war auch irgendwie klar, dass wir Lücken kriegen, selbst mit unserer Truppe hier, aber es klingt immer so, ja, so abwertend, aber ich meine, wir haben ja eine gute Truppe. Die braucht halt, die lässt sich auch noch nicht so super spielen, aber guck mal, wir sind 7. Noch, wir lassen mal den Spieltag gleich vergehen. Dann gucken wir mal, ob ich schon... Ah ne, jetzt gibt es noch einen Abgang oder wie? Oder noch einen Neuzugang? Ah ne, hier Neuzugang. Ah, das ist Brabeck, genau. Also wie gesagt, er spielt erst, hat erst gespielt und dann ist er jetzt geholt worden. Das ist dann nochmal die Sequenz dazu. Ich wollte gerade sagen, habe ich irgendeinen verpflichtet, von dem ich nichts weiß? Genau, Jakub Brabeck. Das, wie gesagt, ist nochmal einer für die Innenverteidigung, der nochmal ein bisschen Stabilität vielleicht reinbringt. Jetzt zeige ich euch mal die Leute, die ich noch beobachten habe lassen. Und zwar gehen wir dazu einmal in die Transferzentrale. So. Und dann gucken wir mal. Erhaltene Angebote, habe ich die nicht auf der Liste? Oder beobachten? Habe ich nicht beobachten lassen. Auf jeden Fall, glaube ich, ein Brasilianer, Linksverteidiger. Wenn ich den Namen jetzt wüsste. Aber wir haben jetzt erstmal Länderspielpause. Vielleicht kommt ja das Scouting-Update rechtzeitig. Ja, da kommen die beiden Scouting-Updates. Die 3 Scouting-Updates. Und zwar einmal Alessandro Carvalho, Brian Vejar und Alexandros Katranis, ein Grieche. Das ist ein Brasilianer, glaube ich, hier. Gut, der hat eine 69. Sind halt Linksverteidiger. Der hat eine 67, der hat auch eine 67. Jetzt halt die Frage, Antritt 72, 92, das wäre halt der schnellste. Das wäre der jüngste, wäre auch nicht verkehrt. Das ist einfach nochmal für Barco eine Alternative, dass wir da auch mal wechseln können. Die sind halt noch frei, da muss ich mal überlegen. So spontan würde ich mir Carvalho holen, weil der ist noch am entwicklungsfähigsten. Und Brian Vejar, der ist halt der schnellste. Der Sprinttempo 86. Normalerweise muss ich mir ihn hier holen. Vielleicht hole ich mir auch alle 3 oder auch nur 2. Ja, Ansprüche. Ich habe alles unter Kontrolle. Sehnsucht nach Titeln. Da haben wir es wieder. Sehnsucht nach Titeln. Die ist auch bei anderen Vereinen groß. So, jetzt gucken wir mal. Nach 7 Spielen, ich glaube, wir müssen uns gar nicht verstecken. Wir stehen immer noch vor Dortmund, vor Stuttgart, Wolfsburg. Bremen ist jetzt Vorletzter. Die haben mit Schalke noch keinen Sieg. Union hat noch nicht verloren. Das ist dann unser übernächster Gegner. Also nach Bremen ist das unser Gegner. Das Stadtderby. Gladbach auf der 1. Auch noch ohne Niederlage. Und wir haben Tuchfühlung nach oben. Hört sich blöd an. Aber ist so. Und nach unten haben wir auch ein bisschen Luft. 5 Punkte. Also es läuft gut. Ich bin zufrieden. Und mit den Linksverteidigern gucke ich nochmal, wie viel ich überhaupt holen kann. Vielleicht kann ich auch nur einen holen. Vielleicht hole ich auch alle 2 oder 3. Aber ansonsten sieht das ja gut aus. Wir können jetzt zum Beispiel auch durchwechseln. Wir können Hato reinbringen. Wir können Sforza hier in die Mitte bringen. Und dann mal gucken im Winter, was da noch so geht. Also, feiern wir den Sieg gegen Bayern noch ein bisschen. War sehr, sehr geil. Und dann gegen Bremen gilt es, da vielleicht nachzulegen. Mal so eine kleine Serie zu starten. Warum nicht? Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.